herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen Lieblingspodcastes. Herzlich willkommen zu Playmocast. Wir sind jetzt mittendrin hier unterwegs mit Folge 3. Philipp, worum geht's heute hier in Folge 3? Um die letzte Folge in der Reihe Transport und Logistik. Wir beschäftigen uns heute mit den Güter-Cargo-Dingen auf der Schiene. Hier gibt's richtig Feuerwerk, oder? Also Feuerwerk, und du bist ja eigentlich der Fachmann für alles Mögliche, was auf den Schienen so unterwegs ist. Und von daher wird das, glaube ich, eine coole Folge. Ich habe zumindest etwas Vorkenntnis und einen Großteil der Dinge, die ich von Playmobil besitze, auch aus diesem Bereich. Aber so oder so, auch in der Recherche waren für mich neue Sachen dabei. Und von daher wollen wir mal gucken, was es alles so gab. Es waren auf jeden Fälle sehr, sehr viel und wir werden vieles bloß anreißen. Einfach aus der Masse heraus, weil es so viel ist. Aber gut, bevor wir starten, ein paar Verzögerungen gab es. Wir haben jetzt, ich glaube, heute den 3. Anlauf, dass wir es zusammen hingekriegt haben. War ja viel los in letzter Zeit, ne? Ja, war richtig viel los. Ich war letzte Woche ein bisschen auf Deutschland-Tour. Da war ich ein bisschen eingeschränkter. Also Deutschland-Tour ist natürlich relativ. Ich war auf Tour in den Heimatbesuch deiner Freunde. Genau, in den neuen Bundesländern war ich unterwegs. Also quasi von Mecklenburg sind wir letzte Woche, aus Rostock sind wir letzte Woche am Mittwoch gestartet. Wir wollten echt richtig früh losfahren eigentlich auch. Also wir wollten, wie so Väter in den Urlaub fahren, früh morgens, wenn die Autobahn frei ist, wenn wirklich kein Verkehr ist, wollten wir eigentlich losstarten. Also so Und klappt um das? 6 oder um 7. Hat natürlich, das ist mittelgut geklappt. Wir sind dann um 11 Uhr, glaube ich, losgefahren. Oh. Also schön mittags. Und ich habe ja im Vorfeld gehört, dass es warm werden soll, aber nicht, dass es 33 Grad werden. Das war ein bisschen problematisch und meine Klimaanlage im Auto, die war jetzt nicht mehr so richtig mit Kühlflüssigkeit ausgestattet, sodass das eher eine kleine Tortur auch wurde. Ging natürlich trotzdem gut, die 550 Kilometer nach Thüringen. Da war es richtig cool und da wollten wir ja letzte Woche am Mittwoch, glaube ich, aufnehmen. Und dann, ist mir dann aufgefallen, dass das so ganz ohne WLAN dann auch nicht geht. Ja, genau. Und da saß ich schon schön in dem Gasthaus, von dem ich bei der Billardfrage der Kopf- oder Zahlrunde erzählt habe. Und dann, hat das nicht so ganz funktioniert. War echt ein bisschen ärgerlich, war echt ein bisschen schade. Habe ich mich drauf gefreut. Und jetzt, Philipp, noch ganz kurz, bevor ich dich frage, was bei dir so los war. Jetzt bin ich in dem Landkreis mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte bei meinen Eltern. Das ist auch der Landkreis, aus dem du kommst. Und davor bis 99 habe ich in dem Landkreis mit der zweitniedrigsten Bevölkerungsdichte gelebt, der hier direkt gegenüber in Sachsen-Anhalt ist. Also, verdammt verrückt, ja. Was gibt's bei dir Neues, Philipp? Ja, wir haben den Umzug gemeistert, also wir sind gerade umgezogen. Die haben die alte Wohnung aufgegeben. Das Chaos im Haus lichtet sich so sachte. Aber es ist noch viel zu tun. Zum Ersatztermin, den wir dann vereinbart hatten, war ich dann derjenige, der kurzfristig unpässlich war. Und so viel gibt es nicht. Wir waren letztes Wochenende auf so einem Ritterspektakel, so würde ich es bezeichnen. Also irgendwie so ein Ritterfestival, ganz in der Nachbarschaft. Das war ganz interessant. Ja. So eine richtig kleine aufgebaute Zeltstadt. Ich weiß nicht, Zeltstadt kann man glaube ich nicht sagen. Sagen wir mal lieber so ein Campingplatz mit Rittern, Freizeitrittern, die dann da unter freiem Himmel dann saßen oder in ihren Ritterzelten da mit Schwert und Schild und Kettenhemden an. Und die haben dann da 2 Tage lang Ritter gespielt. Aber war ganz schön anzusehen. Man konnte durchlaufen und die hatten auch ein paar Spielchen vorbereitet. Dann haben sie dann abends mit so einem Katapult so einen Fußball da durch die Gegend geschossen. Oh, cool. Und dann gab es auch noch so einen Besucherbereich, wo dann da Rittertänze wurden da aufgeführt und ein paar Fressbuden. Und 2 Euro Eintritt war auf jeden Fall eine sehr schöne Sonntags-Nachmittagsbeschäftigung. Oder Samstag. Cool, ja, klingt gut. Genau, Samstag war das, glaube ich, dass wir da waren. Und genau, dann haben wir uns das einmal nachmittags angeguckt, wie die da halt 2 Tage lang bei Honig, Wein und Gesang ihren Hobby frönen, ja.
Genau. Wie sie sich ungewaschen die Lanze in den Wanst gehauen haben. Also ich meine, im Prinzip sind ja die Leute sehr, sehr tolerant, glaube ich. Ne? Also wer im Freizeit so ein Hobby frönt, glaube ich, ist schon ziemlich tolerant. Der ein oder andere war mir zu authentisch. Ja. Ne? Also bei dem, wie sagt man so schön, die Mundpflege war auch aus dem Mittelalter. Ja, Ja, genau. Da gab es ja noch keinen Zahnarzt und so sah der eine oder andere auch aus. Das war ein bisschen erschreckend. also Colgate war verboten. Es haben ganze Beißerchen gezählt, ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich dich nie gefragt, war auch nie ein Thema. Warst du mal auf diesem Plattenburg-Festival hier? Denn bei uns in der Prignitz ist die Ja, Plattenburg. Genau, da war ich gibt es schon ja mal auch so ein drauf, ja. Mittelalter-Festival, Ja. ja. Da gibt es das auch. Aber das ist ja bei mir schon Jahre her. Oder Ja, bei mir sogar auch. schon, also, also mehr als ein Jahrzehnt, weiß ich nicht. Also 2 werden es noch nicht sein, 2 Jahrzehnte, aber obwohl, doch. Ja, doch, könnte schon 2 Jahrzehnte her sein, dass ich da war. Und dann gibt es doch, in Küritz gibt es doch auch noch diesen Halbtoten. Wie heißt der denn nochmal hier? Ritter Ritter, Karlbutz. Ritter Karlbutz, ja, ja. Genau, Ritter Karlbutz Genau. ist auch noch da, ja. Da war es auch. Da war ich noch nicht, aber Ritter Karlbutz hatten wir irgendwie mal im Deutschunterricht. Da gibt es, glaube ich, ein ganz, ganz bekanntes Gedicht von. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Wir machen hier gerade ein bisschen Werbung für die Prignitz und für die Ostprignitz. Also liebe Ja, Grüße an alle, die uns aus den Landkreisen in Brandenburg zuhören. genau. Ja, so war das. Ja, auf jeden Fall spannend. Und ja, finde ich auch cool. Ich musste dann parallel auch ein bisschen an die ganzen Produkte denken, die es damals von Playmobil in den 90ern aus der Ritterwelt gab. Da kommt bestimmt auch nochmal eine Ritterfolge, die wir euch hier präsentieren, liebe Zuhörer. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Spannend oder genauso spannend, mindestens genauso spannend ist die Geschichte, die wir heute über die Züge und über alle möglichen Frachter, ja, Frachter ist ein bisschen schwierig, aber kann man Anhänger sagen? Waggons. Waggons ist perfekt. Ja. Waggons war das Wort, Da was ich spricht der gesucht habe hier. Experte, ne? Ja, ja, absolut, ja. So, Philipp, du hast wirklich eine astreine Recherche geliefert, die ist so blitzsauber, dass die aus 10 Kilometern Entfernung leuchtet. Also richtig, richtig gut. Na dann fangen wir mal ganz vorne an. Ne? Ja, So, wann ging es denn los mit der Eisenbahn? wann ging's los? Laut deiner Recherche ging es 1980 los. Ja, genau. Und dann natürlich auch gleich mit, ich würde mal sagen, mit einer sehr, sehr umfangreichen Produktpalette, ne? Absolut. Also, wo wir es ja letzte Folge bei den Flugzeugen hatten, dass man sich erst um die Passagierflugzeuge gekümmert hat und Cargo dann irgendwann nachdümpelte, war es ja bei der Eisenbahn genau andersrum. Also zum Erscheinungsjahr gab es gleich beides. Es gab zum einen diese Dampflok mit 2 Nostalgiewagen mit der Produktnummer 4000, aber ist ja kein Cargo, außer wir sprechen von Fleischware. Mhm. Gab es dann also auch die Diesellok mit der Produktnummer 4025. Mit dabei war ein Niederbordwaggon in einem wunderschönen Braun. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Und einen gelben geschlossenen Güterwagen. Mhm. Und wer Bock auf mehr hatte, konnte natürlich auch noch fleißig zukaufen. Aus diesem 4025 Set gab es dann die Diesellok, die in diesem Set vorhanden war, nochmal extra einzeln zu kaufen mit der Produktnummer 4050A. Und ist natürlich hier schwierig, weil Philipp, weiß nicht, was du dazu sagst, mit der Lok alleine kannst du jetzt aber nicht so viel machen. Also du kannst ja dann deine Sets selber zusammenstellen, aber hast erstmal aus meiner Sicht jetzt gar nicht so den großen Vorteil. Naja, das Problem war ja natürlich, zum damaligen Zeitpunkt hatte Playmobil ja noch die Kooperation mit LGB, mit Liemann Mhm. Großbahn. Also wir sprechen da ja über die Messingschienen. Mhm. Und im Normalfall hattest du ja im Set einen einzigen Kreis mit einem Trafo. Und eine zweite Lok konntest du zwar raufstellen, aber dann bist du höchstens eine Doppeltraktion gefahren, ne? Mhm. Also du Ja, konntest genau. diese ja nicht einzeln steuern. So weit war man ja zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß nicht, ob man in den 1980er schon
Trenngleise hatte oder Kehrschleifen und wie es alles heißt. Ich glaube, du musstest damals tatsächlich dir dann schon noch einen zweiten Kreis aufbauen, der von dem anderen unabhängig war, ne? Mhm. Ja. Aber gut, die Lok war natürlich nicht das Einzige, was du da aus dem Set dir nachkaufen konntest. Du konntest ja sowohl diesen gelben Stückgutwagen oder also geschlossenen Güterwagen nachkaufen mit der Produktnummer 4102. Du konntest dir aber auch kaufen diesen Niederbordwagen mit der Produktnummer 4104. Und wenn du auf die beiden keinen Bock hattest, Mhm. gab es natürlich nochmal 4 andere. Genau, du hast die 4105, also den Rungwagen, der ist mit dabei. Du hast dann mit der Produktnummer 4106 den Flachwagen und ein absolutes Highlight, glaube ich, denke ich mal aus deiner Sicht auch, Philipp, den Schüttgutwagen mit der 4103 in einem wunderschönen Rotton. Ja, also der Schüttgutwagen finde ich tatsächlich ziemlich cool, das Teil. Mhm. Ich finde auch, dass es den heutigen Produkten ein bisschen was vorhat, ne? Ich meine, die Kipploren kamen ja ein bisschen später. Mhm. Ich persönlich mag das Modell ziemlich und hab's auch, ne? Sogar mehrfach. Ja. Einen weiteren Wagen, den ich tatsächlich nicht in der Sammlung habe, der aber auch in diesem Jahr rausgekommen ist, war aber der Viehwagen mit der Produktnummer 4101. Ah ja, genau, der grüne Viehwagen, von dem es dann 3 verschiedene Versionen gab, ne? Also immer mit der gleichen Produktnummer 4101 und dann gab es den 1980, dann gab es den 1983, dann nochmal neu veröffentlicht und schließlich die letzte Version, die dritte Version 1988 bis 1994 und das ist so ein bisschen der Klassiker aus der Westernwelt, der auch zur Steaming Mary gehört und obwohl ich die RGB-Schienen habe und auch die Steaming Mary und allen anderen Western-Kram auf den Schienen, habe ich diesen Viehwagen nie gekauft, obwohl ich mir den 1000-mal wirklich beobachtet habe, aber bisher habe ich den nicht. Hast du den, Philipp? Ich habe ihn tatsächlich nicht. Abgesehen davon, dass ich keinen Western habe. Ich habe den zwischenzeitlich bestimmt schon mal 3-mal irgendwo aufgekauft. Mhm. Aber also der war eigentlich immer defekt, immer kaputt. Das Plastik ist ja, also obwohl es ja das Grüne ist und nicht so, wie sagt man dazu, witterungsgefährdet, waren die Plastikteile immer ausgehärtet und spröde und direkt gebrochen oder es haben die Türen gefehlt. Und ich habe kein einziges heiles Modell da irgendwo mal bekommen. Wenn ich es gehabt hätte, hätte ich es sicherlich auch wieder verkauft, aber ich habe den tatsächlich nie bekommen. Ja. Du hast ja da auch Probleme, weil du hast diese ganzen kleinen Streben. Ja. Ist ja klar, ist ja wie so eine Gitterfunktion da und dann sind ja die Streben total anfällig und können dann relativ schnell reißen oder brechen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich bei diesem Waggon, ne? Oder Wagen. Ja, genau. Ich hatte auch schon mal ein Modell, da hat irgendjemand dann die Türen mit Sekundenkleber fest verklebt, weil die auch schon gefehlt haben. Und wenn die denn abgebrochen sind, ist das natürlich auch alles ziemlich wertlos. Ne? Ja. Genau. Ja. Absolut, ja. Genau. Ein Modell, was ich auch nicht habe, ist dieser Rungwagen. Also gerade bei den älteren Modellen war ja noch alles in diesem Braunton gehalten. Und diese Rungwagen gab es eigentlich auch nicht groß vollzählig. Also egal, was du gesehen hast in der Vergangenheit, gebraucht, gekauft, haben diese Rungen eigentlich immer irgendwie gefehlt oder wurden zu sehr, sehr hohen Preisen gehandelt. Aber es gibt mittlerweile ein Set, ich habe jetzt leider die Produktnummer nicht parat, wo diese Rungen neu aufgelegt worden sind. Nicht bei der Eisenbahn, sondern bei diesem Abrollkipper. Plemorama hat dazu mal ein Video gemacht, da habe ich es zuerst gesehen. Jemand aus dem Bekanntenkreis hat die mal bestellt über den Ersatzteilservice und die passen tatsächlich auch zu den Waggons. Er hat sie sich einmal umlackiert, ich glaube, die sind grau oder sowas oder blau aus dem Ersatzteilservice. Aber wer da nochmal Lust hat, einen Rungwagen sich zu machen und da Rohre aufzustapeln oder irgendwelche Stöcker, muss nicht verzagen und sich die Sachen einzeln kaufen, sondern kann sie tatsächlich aktuell nachbestellen. Cool, da müssen wir ganz kurz Werbung machen für Plemorama. Richtig tolle Homepage, richtig tolle YouTube-Videos, also www.plemorama.com
playmobil.de, glaube ich, ist die Seite. Und da gibt es auch, glaube ich, so einen Blog und eine Bildergalerie auf der Homepage. Da stellt er alle möglichen Playmobil-Produkte vor. Und gerade auch der ganze Zugbereich ist da wirklich gut abgedeckt. Und da gibt es auch alle möglichen Westernbahnen zu sehen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Übersicht. Ja, sagen wir mal unbekannterweise, zumindest bei mir schöne Grüße. Ne? Ich meine, auf Instagram hat man sich schon mal geschrieben, aber gesprochen habe ich noch nie mit ihm. Von daher unbekannterweise schöne Grüße. Jetzt könnte man ja denken, Mensch, 1980, da ist ja so viel rausgekommen. Da lehnen die sich erstmal zurück und genießen ein bisschen die Lorbeeren. Aber nein, 1981 hat man nochmal nachgelegt. Genau, volle Pulle geht es hier weiter in dem Jahr. Also ein Jahr später gibt es das absolute Highlight, glaube ich, unter den Sammlern. Und Philipp, ich weiß, du hast auch richtig viele von diesen Produkten, von diesen Kesselwagen von Shell mit der Produktnummer 4107A. Da gibt es auch 3 verschiedene Versionen von. Erzähl du doch mal ein bisschen. Ja, der Shell-Waggon ist, glaube ich, oder der Shell-Kessel-Waggon ist, glaube ich, so mit einer der bekanntesten Produkte. Ich würde sagen, das erste Lizenzprodukt auch so wirklich, ne? Oder? In dem Bereich. Also zumindest damals hat Playmobil Shell ja als Lizenzprodukt gehabt. Ja. Und gleichzeitig wurde 1981 auch der Esso-Kessel-Waggon rausgebracht. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer hat man den Shell aber dauerhaft fortgeführt und den sogar bis 94 verkauft. Und der Esso wurde halt lediglich ein einziges Jahr produziert. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch, ne? Weil du hast ja wirklich nur ein Jahr, dieses eine Jahr, in dem der Esso Kesselwagen, der Waggon, einfach nur verfügbar war und Shell zieht sich durch, finde ich auch merkwürdig. Also keine Ahnung, was da hinter der Bühne so gelaufen ist oder hinter den Kulissen, aber das ist schon komisch, weil du hast ja wirklich Shell bis 1994 komplett available, wollte ich gerade sagen, verfügbar. Ja. Genau. Ja gut, aus dem Grund kriegst du natürlich von diesen Esso-Waggons ja relativ schwer welche, die dann auch noch gut aussehen. Ne? Also gerade durch diesen weißen Tank, und wir wissen ja, weiß anfällig für Verfärbung, ja, ist es natürlich schwierig. Es gibt auch ein paar Umbauten, habe ich auch schon gesehen, wo Leute sich dann geholfen haben mit den gelben Shell umlackiert in weiß. Ich habe auch schon andere Customs gesehen in anderen Mineralölfirmen. Genau, aber im Großen und Ganzen ja, ein feines Produkt und ich bin froh, dass ich den habe. Ja. Zusätzlich kamen 1981 noch 2 weitere Produkte raus. Den einen finde ich ganz gut, und zwar ist es dieser offene Güterwagen, obwohl ich tatsächlich sagen muss, dass mir das Nachfolgemodell weitaus besser gefällt. Der offene Güterwagen oder Hochbordwaggon, egal wie man den jetzt benennen möchte, dieses Braun, wie gesagt, ist überhaupt nicht meine Farbe. Ich habe keinen einzigen Waggon in diesen Brauntönen, und wenn ich sie habe, verkaufe ich sie direkt wieder. Die Tür ist ein bisschen schmaler als jetzt bei dem als bei der grauen Variante, die ich glaube 95 rausgekommen ist. Ja, Hochbord, wie gesagt, ich habe ein paar Stück davon. Ich glaube, ich komme sogar auf 10 oder so. Also ich mag die wirklich sehr. Deswegen, ja, ohne Wertung, ne? Ohne Wertung. Genau, was sagst du denn zu diesem braunen Highlight? Ja, mag ich gar nicht. Die Farbe gefällt mir gar nicht. Ich hatte da immer echt ein schlechtes Bild von und ich glaube, weil wir gerade bei Playmorama schon waren, ich habe damals irgendwann mal auf seiner Homepage auch gelesen, also ich hoffe, ich zitiere ihn da richtig, dass er diese Modelle sehr, sehr gerne mag, weil die früher einfach auch so aussahen. Also weil dieses Braun oder dieser Braunton auch sowas war, was er auf den Schienen gesehen hat oder was auf den Schienen zu sehen war das irgendwie so ein Stück authentisch dann auch. Aber die Farbe sagt mir irgendwie gar nicht zu. Ich habe da gar keine Verbindung zu diesem Farbton. Und die Optik wirkt einfach ein bisschen trist, ne? Also, naja, es ist halt Rostschutz mit Bremsstaub, ne? Also von der Authentizität her ist es schon in Ordnung. Aber ja gut, ist trotzdem nicht meine Farbe, ne? Ja, finde ich auch nicht prall, wirklich. Naja, gut.
war nicht das einzigste 1981. Es gab noch ein weiteres Modell, was sehr, sehr gefragt ist. Zumindest bei einigen. Es hat seine Liebhaber. Ich hab's Ja. nicht. Ist mir auch viel zu teuer. Mhm. Der Drehschemelwagen mit Träger. Vollständig, auch mit den kleinen Ketten und mit allem drum und dran. Bei eBay gerne für über 100 Euro gehandelt. Boah. Muss man wollen, ne? Mhm. Genau. Ja, verrückt, ja. Produktnummer 4109A, Firma MAN kommt hier ins Spiel im Jahr 1981, genau wie schon gesagt. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig aus und benötigt natürlich auch viel Schiene, ne? Cool ist aber, dass du mit diesen beiden Waggons einfach auch um die Kurve fahren kannst und der Waggon dreht sich mit, ne? Und dann kommst du da sehr, sehr gut mit dem Aufsatz auch um die Kurve. Naja, ist im Prinzip eine Verlagerung, ne? Mhm. Also, naja. Ich weiß nicht, ich glaube, da stand auch auf der Homepage, ich will die Namen jetzt nicht nochmal sagen, aber was will man machen, Playmorama? Als dieser Waggon rausgekommen ist, war das, glaube ich, schon, meine ich gelesen zu haben, gar nicht mehr State of the Art. Also, Ah, okay. das war gar nicht mehr aktuell, zu dem Mhm. Zeitpunkt sowas zu machen. Ne? Also Mhm. in anderer Weise gibt es sowas durchaus noch, nennt man denn so Torpedowagen, wo dann kochendes ja, flüssiges Metall transportiert wird. Mhm. Aber das hat dann auch nur den Grund, dass du halt so viele Achsen pro Waggon brauchst, dass du die halt, ja, ich sag mal, dann hast du zwei Waggons als einzelne Drehgestelle, ne? Weil es einfach so schwer ist. Ja. Genau, aber da tauchen wir schon ziemlich tief in die Eisenbahn ein und das wollen wir eigentlich gar nicht. Und Mhm. deswegen gehen wir mal schön rüber ins Jahr 1982 und wir sehen wieder diesen großen MAN-Träger. Was haben die denn da gemacht? Ja, da haben sie einen Portalkran hingestellt, Produktnummer 4210A. Portalkran, um die Waggons zu beladen. Ja, Bin ich da richtig, Philipp? da bist du richtig. Und haben sie auch lange durchgehalten, ne? In Genau, wollte ich 4 gerade sagen. Varianten. Ja, Genau, wollte ich gerade sagen, wir haben jetzt nicht nur 3 Versionen wie bei dem Shell-Tankwaggon, sondern wir haben gleich 4 Versionen, also von 1982 zieht sich durch bis 97. ja. Also war sehr omnipräsent. Ich weiß noch, früher saß ich irgendwann mal auf der Rückbank und habe mir die, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war, auf jeden Fall die Bilder angeguckt des aktuellen Katalogs und da war der noch dabei. Also es muss in den 90ern gewesen sein, irgendwie so 96, 97. Da gab es den gerade noch und da dachte ich, boah, was willst du denn damit machen? Also ist natürlich ein Riesenteil schon. Es hat ein bisschen, genau. Du kannst sehr gut zwei Gleise unten durchführen, kannst es nach Mhm. vorne und nach hinten verschieben, ne? Einige Teile sind gleich, also auch diese Anschläge sind eigentlich bloß diese Lokpuffer. Mhm. Ja. Ja, jetzt könnte man sagen, Mensch, 1980, 81, 82, 3 Jahre in Folge haben sie diese Spielwelt bedient. 83 machen sie mal Pause. Aber ich würde sagen, nee, machen wir mal nicht Pause. Was gab es denn 83? 1983 die Güterabfertigung, Produktnummer 4305. Also hieß wirklich Alarm, hieß Alarmstufe Rot bei Playmobil. Hier gibt es Jahr hinter Jahr gibt's einen neuen Artikel. Gibt es einen neuen Artikel zu der Bahn- und Zugwelt und auch ein Artikel, der sich hier durchzieht. Also hier gibt es auch wieder 3 verschiedene Versionen von der Güterabfertigung. 1983, genau wie eben schon gesagt, beginnt das bis 1997 im Angebot, also sehr, sehr lange. Man kann sagen, bis zum Ende der LGB-Schienen. Ja. Ja, von der Sache her ein schönes Set, ne? Ich habe das Teilding nicht. Mhm. Erweiterbar. Also, wenn du davon mehrere hast, kannst du ja auch größere Gebäude damit bauen, aber da kennst du dich, glaube ich, besser mit aus, mit diesem Stecksystem, oder? Genau, da kenne ich mich ganz gut mit aus. Ja, da kannst du ja in die Länge auch bauen. Du brauchst ja diesen Aufsatz, ne? Hier hast du ja diese kleine Bühne, also diese kleine Rampe. Ja. Und die ist ja beliebig, wirklich beliebig erweiterbar. Und du kannst natürlich auch in die Länge und in die Höhe bauen, wie du willst. Sieht natürlich dann irgendwann ein bisschen komisch aus. Aber dieses Stecksystem ist ja in allen möglichen Welten vorhanden gewesen. Gerade auch in der Westernwelt mit diesem Colorado Springs Bahnhof. Da ist das ganz groß und ist ja auch dieses Jahr bei der Westernwelt dann wieder auf den Markt gekommen. Also ja, da könnte man sich immer noch bedienen und mit den Teilen dann weiterbauen. Auch noch mit dem alten System, ja? Genau, das ist nämlich ganz, ganz spannend. Die haben beide Systeme.
also dieses X-System und die Steckverbindung oder das System der Steckverbindung haben die rausgebracht, parallel in diesem Jahr. Und das ist ganz cool, dass sie einfach nochmal auf die alten Sachen dann zurückgreifen, ja. Ja, interessant. So, zusätzlich 1983 gab es die Kipplore. Natürlich im einheitlichen Braunton. 2 Versionen gab es. 83 ging es los, wurde bis 94 angeboten. Kleines Bremserhäuschen mit dabei. Findet man heutzutage eigentlich fast nicht vollständig. Es fehlt eigentlich immer das kleine Dach von diesem Bremserhäuschen, beziehungsweise die Bremshebel. Also eins fehlt davon immer. Auch bei der Nachfolgevariante, zu der wir gleich nochmal kommen werden, fehlt das irgendwie immer. Ja, wie findest du das Modell? Ja, finde ich cool, ist eine coole Form. Ich muss echt sagen, also das ist hier eine Welt, gerade die Transport- und Logistikwelt ist einfach authentisch. Das sind so Sachen, von denen ich jetzt nicht so die große Ahnung habe. Also ich könnte jetzt nicht erzählen, was genau man damit macht. Klar ist da irgendwie Schüttgut drin oder so. Aber ich finde, das sind alles Sachen, die man mal gesehen hat und die so aus dem Alltag einfach in die Spielwelt gebracht worden sind. Ja. Farbe, klar, muss man gucken. Ist jetzt nicht so das Riesenhighlight, aber ja, passt dann schon ganz gut zu den Produkten, die wir eben schon besprochen haben. Ja. Ja, zusätzlich 1983 gab es noch den Containerwagen. Und jetzt kommt Eurotrans wieder ins Spiel, Philipp. Eurotrans kommt wieder ins Spiel. Der große Container. Den Container haben wir ja schon mal auch in der ersten Folge besprochen, wo wir uns um die Reifen gekümmert haben und die Reifenfahrzeuge gekümmert haben. Du kannst dich sicherlich noch an den LKW erinnern, mit dem sehr großen Container. Ich habe immer gedacht, dass es dass das gleich Modell ist, aber tatsächlich nicht. Also die Türen sind noch identisch und du hast auch oben diese Klappen drauf, alles so weit, so gut, aber tatsächlich unterscheidet sich dieser Container unten. Bei den neueren Varianten hast du es ja immer Flachwagen mit dieser Auflageplatte. In der Mitte sind 2 Nuten drin und da kannst du diese Container einstecken. Dieser alte Container hat das nicht, der ist unten anders aufgebaut. Der Niederbordwaggon ist unten offen. Du kannst diesen Waggon raufstecken und an der Seite gibt es jeweils links und rechts 2 rote, ich nenne sie mal Pinorex, ja, wo du dann damit diesen Container festmachen kannst. So, und wenn du sowas jetzt noch gebraucht kaufen willst, wirst du es meistens haben, dass irgendwie diese roten Befestigungsdinger meistens abgebrochen sind oder fehlen. Und so richtig toll finde ich das Modell jetzt irgendwie auch nicht. Also ich habe es mir einmal gekauft, weil ich es unbedingt haben wollte und habe mich mittlerweile aber schon wieder davon getrennt. Ja, Produktnummer, wer es nachschlagen will, ist die 4113. Ja, ich wollte es tatsächlich haben, aber war dann, ja, ich war im Nachgang, war ich nicht davon begeistert. Ja, war nicht so die beste Errungenschaft, meinst du? Ja, also wie gesagt, ein paar alte Sachen habe ich ja, ne, so wie diesen Essenwaggon. Aber ja, da nehme ich lieber mir die aktuelleren Waggons, die einfach dann auch schöner sind. Ne? Mit trotzdem Gewicht unter normalen Flachwagen, den du auch unterschiedlich benutzen kannst als Flachwagen, als Container, mit dem kleinen Container, mit dem großen Container oder halt diese Kipploren von Conlines darauf machen kannst. Die sind ja sehr, sehr flexibel einsetzbar. Aber nimmst du da diesen Container ab, hast du bloß noch ein blankes Chassis ohne Gewicht damals noch. Die laufen auch nicht so gut. Also von daher hat der die Sammlung wieder verlassen. Naja, gut. So, jetzt haben die 4 Jahre lang in Folge wirklich alles auf die Beine gestellt, was da so ging. Du konntest verladen, du konntest umladen, du hattest alles Mögliche an Waggons. Jetzt haben die sich wirklich mal ein paar Jahre zurückgelehnt. Ja, und haben dann mal die ganze Spielwelt bedient, wo du eigentlich so ein bisschen zu Hause bist. Und zwar 1988. Was gab's denn da? Genau, in meinem Geburtsjahr gab es natürlich nicht nur die Steamy Mary, sondern auch hier zur Folge passend den Western Packwagen mit der Produktnummer 4122A in
gelber Farbe mit weißer Tür. Sieht mir ein bisschen zu modern aus für die Westernwelt, aber macht, finde ich, mit dem Gelbton schon eine Menge her und ist auf jeden Fall um einiges cooler als der Braunton, den wir bei den Produkten aus dem City Life haben, ne? Ja, ist ja auch 100 Jahre älter. Ja, Ja, ja stimmt, ja. ist ja klar. Ja. Ja. Hast du den? Nee, habe ich nicht. Nee. Hm. Wollte ich mir auch mal kaufen, hatte ich mal auf der Liste, genau wie den Viehwagen, aber habe ich mir nie geholt, weil mir der Preis dann einfach zu hoch war und ich mir dachte, ja komm, so viel wäre er mir dann gar nicht wert, aber irgendwann Ja. werde ich mir den vielleicht doch nochmal kaufen. Aber ich ändere immer die Farbe, also das ist immer das Problem, ich lackiere die sowieso alle um, ich lasse kein Original und dann denke ich mir auch so, ja komm, dann brauche ich den Wagen vielleicht auch nicht. Der verliert dann an Wert, wenn du ihn unmarkierst, kannst ihn irgendwann nicht wieder verkaufen, was jetzt für mich sowieso kein Thema ist. Aber du hast hier bei dem Produkt natürlich dieses coole Dach und ich glaube, das kriegst du auch nicht einzeln, oder? Nee, dieses Dach mit der Reling oben drauf, dass du da langlaufen kannst, was ja in diesem Westernzug die Besonderheit war, weil irgendwo Mhm. muss der Bankräuber ja der Posträuber dann auch langlaufen im Spiel, ne? Keine Ahnung. Also wir sind ja da auch alle Italo-Western geprägt. Ja. Ähm, ja, glaube ich, gibt es nicht, also sehr, sehr selten vollständig. Und wenn, dann wollen die da horrende Summen für haben. Mhm. Genau. Ja. Und dann gab es erstmal eine ganze Weile wiederum nichts. Also ich glaube, ein paar Produkte gab es ja dann noch. Gerade, du hast ja gerade gesagt, Steering Mary, aber das wollen wir heute nicht behandeln. Wir sprechen ja nicht Genau. allgemein über Eisenbahn, sondern bloß um das, was hier transportiert wird. Genau, dann können wir die Steaming Mary dann extra in die Western-Folge packen oder in noch eine Zugfolge, die extra Was Züge weiß ich, das denken wir behandelt. uns dann aus, ne? Oder wir machen irgendwie Zug, Personal, Personenverkehr, da fällt uns noch was ein. Das werden wir spontan entscheiden. Genau. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause gemacht. Wir haben gewartet bis Mitte der 90er. 1995 ging es dann los. Der Güterzug mit der Produktnummer 4024 kam raus. Ja, in der gelben Farbe die Diesellok gehalten oder die Diesellok ist in der gelben Farbe gehalten. Ähm, Kam ja später noch in mehreren Farben raus und ist noch eins der letzten Produkte, glaube ich, auf LGB-Schiene. Ging, glaube Ja, ich, bis 97, ne? ja. Und hier gibt es auch wieder einen Tankwaggon mit bei. Und jetzt fällt mir der Niederbordwagen, ne? Niederbordwagen, ja. Genau, der ist auch dabei. Ist ein bisschen kurzes Set, finde ich. Hätte man vielleicht noch einen Hänger mit ranmachen können, sodass man dann drei hat. Aber so an sich find ich süß. Die Diesellok ist cool. Die hat sich ja dann durchgesetzt auch, ne? Ähm, Die zieht sich erstmal, naja, die zieht sich erstmal, obwohl man auch dazu sagen muss, in den meisten Sets, die es damals gab, waren ja immer bloß zwei Waggons mit dabei. Also auch bei der Dampflok mit zwei Nostalgiewagen. Also viel mehr passte, glaube ich, auch nie in die Verpackung mit rein, ne? okay. Ja, Ja. gut. Ja, der Tankwaggon ist mal etwas Neues. Ich glaube, ein paar Unterschiede gab es dann zu den Vorgängern. Auf jeden Fall hat man sich gelöst von einer Lizenzprodukt Hm, oder ne, man hat jetzt seine Eigenmarke Vulcano wieder draufgeklatscht. hm. Passt ja auch ganz gut. Schönes Rot. Äh, Ich finde den Waggon an sich ganz gut. Ich glaube, es gibt ein paar Unterschiede in den Schläuchen, die du irgendwie an der Seite anschließen kannst. Bin ich mir aber nicht sicher. So oder so sind die Teile halt ziemlich identisch. Hm. Und beim Flachwagen oder beim Niederbordwagen hat man auch keine großen Innovationssprünge gemacht. Auch das alte Modell halt lediglich andere Farben gewählt. Hm. Genau. Ja, zusätzlich konntest du dieses Set natürlich auch erweitern. Einerseits gab es den Vulcano nochmal extra. Ich glaube, der hat sogar zwei verschiedene Produktnummern. Ich habe mir jetzt bloß rausgesucht mit der 6309. Hm. Äh, Es gab eine Neuauflage der Kipplore. Tatsächlich finde ich das Modell auch farblich weitaus gelungener. Hm. Die Kipplore mit der Modellnummer 4116. An der Seite hat man, glaube ich, die Kipploren nochmal verändert, indem man ein RAG draufgeschrieben hat. Also Rohkohle AG, glaube ich, ne? Ist es Rohkohle AG? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht.
Ja, ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es komplett so richtig abgekürzt ist, aber ähm, ja, man hat auf jeden Fall eine Neuauflage von gemacht. Ich finde die Farbe weitaus besser und ich habe das Ding auch und von daher, ich habe sogar vollständig, wie gesagt, Dach vom Bremserhäuschen fehlt gerne Hm. mal. Ähm, genau, ein Nicht bei sehr schönes dir. Produkt. Nicht bei, na, einmal. Okay. Ich habe, also nicht, gut, lassen wir es. Und Ja. ja, den braunen Hochbordwaggon mit den schmalen Türen, den offenen Güterwagen hat man auch neu aufgelegt. Jetzt das Ganze mal in Blau und die Türen in Gelb hat man auch bis 2000 so angeboten. Produkt Nummer 4114. Also hier die Frage, passt es jetzt besser in deine Farbwelt oder sagst du, Ja, ja, hat so ein bisschen Schweden-Look, ne? Jetzt ist natürlich, ja, schon, sieht mir ein bisschen zu, weiß nicht, das ist natürlich auch ein bisschen pingelig, ne? Sieht mir ein ja, bisschen aber wo zu, du sagst zu, Schweden-Look, also wenn man jetzt da noch an der Seite Ikea raufschreibt, würde dem Waggon jetzt nicht wehtun, ne? nee, Ja, nee, nee. Ist aber schon eine gute Farbkombination, also liebe ich wirklich. ja, Gefällt mir sehr, aber ja, gut. Ja, ist auf jeden Fall viel cooler als der aus den 80ern, ne? In der braunen Farbe. ja, habe ich aber trotzdem nicht. Mir gefällt auch das Blau nicht. So, Ja, ja. Punkt. Zusätzlich wurde auch ein geschlossener Güterwagen neu aufgelegt. Ja, wir hatten den ja schon mal besprochen. Ähm, Wir hatten den ja auch in diesem Gelb, direkt 1980 kam er raus. Mhm. Jetzt wurde er in Weiß rausgebracht mit ein paar schönen Prints mit drauf. Dieser Fahrradwagen mit so einem kleinen Fahrrad mit dabei. Mhm. Habe ich auch schon mal gehabt, habe ich wieder verkauft. 95 ging es los, bis 1999 in zwei Varianten oder in zwei ja, Produkttranchen, sage ich mal, Mhm. vertrieben. Äh, ja, wie findest du den? Ich finde ihn ganz cool, also sieht witzig aus, ne? Also ich finde auch witzig, dass dieses rote BMX, was da draußen vor dem Waggon nochmal steht und auf dem Karton mit abgebildet ist, das ist dann auch auf dem Güterwagen mit drauf. Finde die Landschaft, die angedeutet ist, ganz witzig. Weiß nicht, ob man den in echt so oft sehen würde, aber ich finde, das ist so ein Modell, das ein bisschen was ausprobiert und ein bisschen sich traut. Also finde ich schon cool. Ja, generell kann man festhalten, dass die Waggons in den 90ern eigentlich immer noch eine Figur mit dabei hatten, ne? Also die 80er-Varianten war immer bloß der Einzelwaggon mit nichts dabei. Mhm. Und hier bei der Kipplora hast du jemanden bei mit der Schubkarre, beim offenen Güterwagen hast du jemanden mit einer Sackkarre und einem Sack dabei und beim Fahrradwaggon, ach Mensch, Da man kommt ein wundert bisschen sich Schwung nicht. in die Kiste, ne? Genau, hier gibt es ein Ja, bisschen man mehr hat da ein Leben. bisschen was dabei, genau. Ja, Ja, auf jeden Fall. ja. So, jetzt ist erstmal wieder Pause und 97 gibt es dann doch nochmal einen fundamentalen Wandel. Was ist passiert? Ja, 97, da sind einigen, glaube ich, die Tränen geflossen. Also im Nachhinein vielleicht auch. Ist natürlich immer so eine Sache der Betrachtung, aber 1997, wie gerade schon angedeutet, hat man sich von der LGB-Schiene verabschiedet und hat seine eigene Schiene rausgebracht, und zwar die Schiene aus Kunststoff. Philipp, wie ist deine Einschätzung? Ja, ich bin ja klarer Befürworter von Kunststoffschienen, ne? Mhm. Sind wesentlich günstiger, du hast viel mehr Möglichkeiten, du hast nicht diese Themen mit zwei Kreisläufen oder. Fürs Kinderzimmer weitaus besser geeignet, lassen sich besser stecken, du hast nicht dieses Trafo-Thema, also du kannst viel mehr machen, Abstellgleise bauen und so weiter und so fort. Du kannst mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig fahren. All das ist auf Kunststoff ja möglich, von daher kann ich es bloß befürworten. Von der Sache her mussten ja die Leute mit alten Systemen auch nicht wirklich traurig sein, weil es hat ja dieselbe Spurbreite und du kannst auch Fahrzeuge, die jetzt der RC waren oder sind, Mhm. auch auf den LGB-Schienen fahren. Also auch das war möglich Mhm. oder ist immer noch möglich, ne? Genau. Mhm. Ja, gut. 97 gab es jetzt also den Wechsel auf die Kunststoffschienen und da gab es natürlich direkt ein Produkt dazu, was man dann auch fahren konnte. Jetzt nicht
komplett Güterbereich, sondern eher so ein Mischmasch, ne? Dampflok mit Nostalgiewagen und ein Niederbordwaggon. Also du hattest gleich beides irgendwie mit dabei und konntest dir aussuchen, was du machen wolltest. Aber das erste Produkt war erstmal da. Ja, meine Dampflok hier gibt es ja auch im 4000-Set und 4001-Set, also die ich wirklich echt liebe. Richtig tolle Dampflok, Personenwagen, genau, Niederbordwagen, richtig tolles Set. Ja, also so hat man hier ein bisschen mehr Varietät. 1997 hat eine neue Schiene, ein paar mehr Teile dabei und ich glaube, ja, ein schönes Produkt. Und ich finde auch immer wieder überraschend, wenn man sich so die letzten Jahre oder letzten Jahrzehnte anguckt, dass es da wirklich so viel auf der Schiene gab und seitdem dann einfach irgendwann nicht mehr. Also dann gab es keine Loks mehr, nicht mehr so viele Züge, die kommen später natürlich nochmal. Das werden wir gleich nochmal ganz kurz erzählen und auch ein bisschen beschreiben. Aber ich finde, früher war die Dichte einfach ein bisschen höher. Ja, man kann im Prinzip sagen, nach diesem Set gab es erstmal eine große Pause, zumindest im Güterverkehr. 97 haben wir gerade gesagt. Das nächste Set mit einem, sagen wir, Transporthintergrund erst 2005. Der RC-Güterzug mit Licht. Ja, Produktnummer 4010, genau, da haben wir nur Einhänger dabei, ne? Ja, diesen grauen Hochbord-Waggon, wie gesagt, ich habe den mehrfach, finde den auch ganz cool. Du kannst auch sehen, die Türen sind etwas breiter geworden, was das Beladen auch ein bisschen besser macht. Ansonsten, gut, die Länge des Waggons ist bei allen Produkten immer gleich, weil ansonsten kriegst du es auch kaum über die Schiene rüber. Also viel länger als das kannst du auch nicht werden, weil es sonst mit dem Bogenmaß nicht hinhaut. Genau, ja, wie findest du das Produkt? Ja, finde ich richtig cool. Finde ich richtig cool und bei deiner ausführlichen Recherche ist auch nochmal richtig cool, dass unten die Lok nochmal abgebildet ist, so wie sie von der Bahn ja, ins Leben gerufen wurde. Also zumindest ein ähnliches Modell, ne? Ein ähnliches Modell. Du kannst schon sehen, dass die sich da an der Realität orientiert haben. Genau. Wer es selber mal nachgucken will, kann gerne mal bei Google BR für Baureihe 185. Ich finde, die beiden haben schon sehr große Ähnlichkeit zueinander. Ja. Genau. Ja, Kritik zum RC-Güterzug. Also mir fällt da auf jeden Fall was zu ein. Zum damaligen Zeitpunkt, ja, ein Produkt mit Licht. Leider geht es bloß Licht in beide Richtungen. Also du kannst immer bloß mit Weiß fahren und nicht hinten mit Rot und vorne mit Weiß. Das ist ein bisschen schade. Und ja, es ist eine E-Lok. Du hast auch oben 2 Stromabnehmer drauf. Aber die Drehgestelle sind tatsächlich noch übernommen der Antrieb ist tatsächlich noch übernommen aus der 1997 veröffentlichten Dampflok. Und die beiden Achsen, die E-Lok hat 4 Achsen. Davon sind lediglich ein Drehgestell als Motordrehgestell ausgeführt. Also 2 davon sind bloß leere Läufer. Und innerhalb dieses Antriebs, den man da konzipiert hat, ist nur eine einzige Achse angetrieben und die zweite dann über eine Treibstange verbunden. Und eine E-Lok mit Treibstange, das ist nicht so fett, ne? Das ist so selten gesehen auch, ne? Selten gesehen, ja. Ja, verstehe ich die Kritik absolut, ja. Naja, gut. Aber trotzdem, schönes Produkt von der Sache her. Ja, ist schon nicht schlecht, aber zieht halt nicht viel vom Teller, ne? Wenn man sagt, okay, als ich sie mir damals gekauft habe, dachte ich auch, Mensch, 4 Achsen, da muss ja richtig was kommen, aber leider wenig Antrieb dabei. Genau. Und die Geschichte mit dem Licht finde ich auch ein bisschen traurig, weil ich finde, also wenn schon so realitätsnah, also wenn wirklich die Bahn schon fast genauso aussieht wie das Original, dann bitte doch auch mit Rücklicht. Also ich verstehe nicht, warum derjenige, der das Ding konzipiert hat, dann nicht irgendwie sagte, ja, okay, ist ja komisch, wenn das 2 helle Lichter an beiden Enden sind. Aber das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, das 95 war der Anspruch noch nicht so groß, das hat man sich gespart. Naja, gut. So, 2005 geht es direkt weiter. Die Kipplore mit der Produktnummer 4125. Ich finde, es ist ein sehr schönes Produkt.
Hab da auch meine Gründe für. Und wie ist denn dein Eindruck? Finde ich cool. Jetzt sieht die Farbe nicht mehr ganz so aus wie Schweden, sondern eher so ein bisschen wie Ukraine, weil es blau ein bisschen heller wird. Aber blau-gelb ist die Farbgebung hier. Finde ich auch cool. Gefällt mir sehr gut. Ich habe natürlich nicht so den Überblick von diesen Produkten und nicht so die Ahnung. Da bist du eher der Fachmann. Deswegen wirst du mir gleich auch erzählen, warum dir das Produkt so gut gefällt. Naja, also prinzipiell hatten wir ja schon, jetzt muss ich selber erstmal gucken, ich glaube, wir hatten ja 2005 auch das Rauskommen von diesem Kohlefrachter und diesem Hafenkran. Da passt das Produkt natürlich super rein, hat auch diese Kohlestücken. Du kannst es halt super umladen, allem drum und dran. Der Vorteil bei diesem Produkt ist halt einfach, dass du diese Kipploren einfach abmachen kannst. Du kannst sie mit wenig Handgriffen, also einmal dran ziehen, vom Flachwaggon runter machen und dann hast du halt einen Flachwaggon, ne? Und kannst ihn halt ganz anders nutzen. Also ja, eine schöne Möglichkeit. Die Kipploren selber haben auch jeweils noch 4 Ösen oder vier Bereiche, wo du auch diese ganze gelbe Kipplore mit dem Kran abladen könntest, mit diesem Hafenkran. Cool. Und von daher finde ich, ist das schon ein sehr flexibles Produkt. Ne? Also du kannst das schon toll einsetzen oder verschieden bespielen. Von daher finde ich das Produkt sehr gut. Genau. So, 2005 gab es noch mehr. Schön in Gelb. Was gab es denn da? 2005 gab es noch den Niederbord-Waggon mit der Produktnummer 4126A. Haben wir so auch schon vorgestellt. Jetzt gibt es eine neue Farbe. Ist Das in Gelb. stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht. Ja. Kritik. Tja, tatsächlich gab es da mal was Neues. Bei den alten Varianten waren die Bordwände immer nur gesteckt. Okay. Zwischen links und rechts mit so einer kleinen Steckverbindung. Im Prinzip da, wo die Rungen eingesteckt waren, waren auch die Bordwände eingesteckt. Hier ist es tatsächlich so, dass du die Bordwände nach allen Seiten klappen kannst. Okay. Und du siehst auch auf dem Bild diese kleinen schwarzen Hebelchen oder kleinen schwarzen Verriegelungen. Und dann kannst du es also wirklich auch, ja, ich sag mal, aufmachen, die Seitenwand runterklappen und bespielen, wie du willst, mit Gabelstapler Co. oder irgendwas abladen, keine Ahnung. Also das geht wunderbar. Da haben sie also eine kleine Produktinnovation. Die ich gar nicht erkannt habe. Tja, aber was soll's. Irgendwie, dafür weißt du andere Sachen, ne? Genau, so. Das war aber nicht das einzigste 2005, sondern du konntest natürlich auch, wenn du gesagt hast, Mensch, hier mein RC-Güterzug mit Licht und diesem einen grauen Hochbord, das ist mir einfach viel zu wenig. Ist es ja auch, ne? Eine Lok mit einem Waggon, der kürzer ist als das Fahrzeug selber. Sowas kennt man ja nicht gerne. Konntest du den natürlich auch nachkaufen mit der Produktnummer 5264. Ja, vielleicht könnte das Chassis in Rot eine andere Farbe haben. In Schwarz oder so wäre vielleicht gar nicht schlecht, aber gut, ich will ja gar nicht meckern. Wie gesagt, ich hab den mehrfach. Ich finde es auch ein tolles Modell. Willst du noch irgendwas beitragen oder meinst du, das passt erstmal so? Ich finde die Farbkombination eigentlich ganz cool. Ist mal ein bisschen was Neues. Ist jetzt nicht so der letzte Schrei, glaube ich, aber dieses Grau mit dem Rot gefällt mir ganz gut. Kriegt man den Waggon auf das Chassis von der eben besprochenen 4126, ja, ne? Da weiß ich gar nicht, ob das raufpasst. Also du kannst sie tatsächlich alle miteinander kombinieren oder ändern. Ne? Also tatsächlich ist diese graue Wanne auch nur gesteckt. Also du könntest durchaus sagen, ich nehme jetzt ein schwarzes Chassis und baue das um. Das funktioniert. Ja. Okay, ja, gut. Da sind die also die Sachen noch identisch. Du kannst ja auch sehen, dass die alle noch diesen Rangiertritt haben. Ne? Ja, stimmt, Also genau. da hat sich im Prinzip nichts getan. Ich glaube, das ist noch so ziemlich derselbe Spritzgussrahmen, wie sie halt 1980 da verwendet haben. Ja, okay, ja. Was sich geändert hatte zwischenzeitlich sind ja die Kupplungshaken. Diese LGB-Haken waren ja noch so als Feder ausgeführt. Genau, kenne ich auch. Ja. Und ja, genau, dann gab es ja halt diesen Wechsel auf Gewichte. Was man anders gemacht hat bei dem 2005er Modell, aber auch nur bei diesem Hochbordwaggon, sind diese schwarzen Puffer. Also vorher waren die Puffer alle rot. Ich finde sie schwarz auch irgendwie schöner. Ja, absolut. Ja, genau. Also die roten haben mir jetzt nicht ganz so gefallen, aber naja.
Ja, und aus dem Jahr 2008 haben wir dann den RC-Güterzug mit Verladekran und Produkt Nummer 4085. Dann haben wir die orange Diesellok mit Containerwaggon und einen ziemlich coolen Verladekran, finde ich. Was sagst du dazu? Ja, den Verladekran, den kennen wir ja schon. Vorhin vorgestellt in Gelb, jetzt eine Neuauflage in Grau. Ich habe den nicht, keine Ahnung. Ist aber auch trotzdem sehr beliebt. Die kleine Diesellok in Orange. Ja, sehr schön. Ich habe die auch. Wollte ich unbedingt haben. Hm. Und vor allen Dingen jetzt der Flachwaggon mit diesem großen grünen Waggon. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diesen orangenen, den man, wenn man ihn abgemacht hat, ein blankes Chassis hatte, haben sie hier tatsächlich komplett verändert. Grün in diesem Conlines-Marke, das hatten sie ja insgesamt als ja 2005 da rausgebracht mit diesem Conlines-Schiff, Conlines-Kran, also so eine eigene Inhouse-Marke oder? Ja, kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, ne? Genau. Bisschen wie Eurotrans so. Ja, war ja auch eine Ähnlich. Inhouse-Marke, Genau. Genau, ja. Ja, Hier finde ich einen Teil ganz gut, was mir in der Westernwelt immer gefehlt hat, und zwar, dass du einfach die gleichen Produkte in anderen Farben rausbringst. Das bringt zwar keine neuen Produkte, aber trotzdem so eine Varietät, und ich finde cool, dass die Diesellok jetzt einfach nicht mehr gelb ist, sondern orange. Ist jetzt so immer noch die gleiche, aber trotzdem mehr Farbe und dann eine andere Farbe. Du hast ein bisschen Auswahl und dieser Kran eben nicht mehr gelb, sondern grau, finde ich ganz cool. ja. Ich meine, was sie ein bisschen geändert haben, ist halt unten das Chassis, ne? Also das mussten sie ja ändern, aus dem Grund, dass die Batterie-Package da rein oder das Ladegerät oder ja, das Batteriepack da reingeschoben werden kann von der Seite. Also die Chassis, die du jetzt kennst, unterscheiden sich ja leicht. Da hast du es ja nicht. Du bist ja eigentlich eher im LGB-Bereich Mhm. unterwegs. Also da gab es eine kleine Änderung, aber oben das Dach und diese Stangen an den Seiten, das ist alles identisch, ne? Hm. Genau. Ja, und dann schließen wir unsere Cargo-Trilogie 2012 ab mit einem Produkt, das wir so ähnlich schon mal kennen, aber eine Besonderheit hat, Philipp. Und zwar gibt es hier Licht und vor allem auch Sound bei der Produktnummer 5258. Das stimmt. Ja, es gab einige Innovationen bei dem Produkt. Also man hat sich tatsächlich mal auf einen neuen Antrieb verständigt. Dieser alte Antrieb mit Treibstange, den hat man jetzt endlich mal wegrationalisiert. Wir sind jetzt von 6 Volt auf 9 Volt gegangen. Es passen genau 6 1,5 AA-Batterien da rein. Ist ein schönes Produkt. Die Fernbedienung ist weitaus besser. Wir hatten ja vorher, glaube ich, diese 288 Hertz Geschichten oder 200, ich weiß nicht genau, was sie haben. Da hast du relativ wenig Reichweite. Jetzt ist man auf 2,4 Gigahertz gegangen. Das mit dem Licht ist richtig. Und du hast jetzt auch mal ein rotes Rücklicht. Also je nachdem, wo die Lok hinfährt, entsteht vorne weiß, hinten rot. Es gibt auch ein Spitzenlicht. Also das ist auch alles da. Sound haben sie gleich doppelt drin. Du hast zum einen ein Motorgeräusch, welches sich auch beim Fahren verändert. Also je nachdem, wenn du jetzt Standgas hast oder einfach bloß stehst, hast du wirklich bloß so ein Motor tuckern und wenn du dann fährst, verändert sich das auch. Zusätzlich gibt es noch ein Horn oder ein Typhon, also dieses Pfeifton, wenn irgendwie was auf den Gleisen ist. Das finde ich nicht so ganz so toll. Also das ist etwas sehr amerikanisch, würde ich sagen. Aber gut, es ist da und besser das als gar keins. Ja. Und genau, der Niederbordwagen ist nochmal dazu. Es gibt nochmal so einen Niederbordwagen dazu mit 3 kleinen Containern. Auch wieder diese klappbaren Bordwände. Und ja, mit eines der besten Produkte im Eisenbahnbereich. Ne, du kannst mehrere davon fahren. Auch die Fernbedienung hat sich ja mit diesen 2,4 Gigahertz verändert. Vorher gab es immer nur diese blauen Fernbedienungen, die dann mit unterschiedlichen farbigen Quarzen betrieben worden sind. Also auch da war es durchaus möglich, mehrere Fahrzeuge auf der Schiene da zu bewegen oder auf so einer kleinen Eisenbahnanlage zu bewegen. Hier ist es, glaube ich, so, dass du durchaus in der Lage bist, über die unterschiedlichen Kopplungen bis zu 24 Fahrzeuge
oder 24 Loks zu bewegen. Also ich habe es noch nicht gemacht. Also, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, da sehr, sehr breit das Ding einzusetzen. Du kannst auch 2 Fahrzeuge mit einer Fernbedienung steuern. Das funktioniert auch, um dann eine Doppeltraktion zu fahren. Also ein tolles Produkt. Aber so wie ich gesehen habe, es gab es nicht einzeln. Ne? Nicht so, dass du wie bei den Lok-Sets davor irgendwie noch die Lok einzeln dazu kaufen kannst. Hier war das nicht der Fall. Ja. Ist dein Favorit? Oder welches ist dein favorisiertes Set? Ja, gut, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Also die RC Güterlok mit Licht und Sound, Produkt Nummer 5258, muss man einfach haben. Ich habe sie mehrfach, aber das liegt ja halt einfach daran, dass ich da jetzt in dem Bereich am meisten gesammelt habe. Und alle anderen habe ich auch davon ab, aber ganz klar ja mein Favorit. Cool. Ja, dann sind wir durch mit volle Kanne Cargo, kann man vielleicht sagen. Ja. Mit 3 Folgen Cargo. Mit dem Produkt genau 5258 schließen wir die Trilogie ab und ja, kommen jetzt zu unserer Spielrunde, Philipp, und spielen jetzt eine Runde Kopf oder Zahl. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Kopf oder Zahl, hier bei uns im Podcast von Playmocast. Wir hoffen, ihr seid bereit und habt richtig Lust auf eine neue Spielrunde und jetzt geht's los. Und zwar haben wir 5 Fragen mitgebracht und gucken mal, wie es in dieser Spielrunde ausgeht. Philipp, bist du bereit? Ich bin bereit. Die erste Frage der Spielrunde dreht sich direkt um das aktuelle Thema, direkt um Züge, direkt um Eisenbahnen und im Speziellen um Lokomotiven. Und deswegen will ich bei der ersten Frage von dir wissen, ob du dich für Dieselloks oder für Dampfloks entscheiden würdest. Bist du schon mal mit einer Dampflok gefahren? Ja, bin ich schon mal. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch schon mal, ja. Aber es ist ja selten, dass man sowas überhaupt noch machen kann. Ne? Es gibt doch nur wenige Dampfloks überhaupt. Also das Erlebnis war schon interessant, das mal zu sehen zu haben und ist ja auch eine brachiale Gewalt, was da so vonstatten geht. Aber in der Wahl würde ich mich tatsächlich trotzdem für die Diesellok entscheiden, ja. Ah, okay. Okay, hätte ich nicht mit gerechnet. Nee? Ich bin für ich dachte auch ein bisschen Dampflok, so aus nostalgischen Gründen. Ja. Ich bin absolut für die Dampflok. Ich gucke mir relativ regelmäßig auch Western-Dampflokomotiven auf YouTube an. Läuft so eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Da gibt es verschiedene Bundesstaaten, Colorado, Washington oder Utah sind immer ganz cool, weil du siehst nicht nur die coole Western-Dampflok, sondern du siehst dann auch die wunderschöne Umgebung und Landschaft. Das finde ich richtig cool. Ich bin damals mal mit dem rasenden Roland auf Rügen gefahren. Und hier bei uns direkt um die Ecke in Bad Doberan fährt ja auch der Molly bis nach Heiligendamm. Bin ich noch nicht mitgefahren, aber werde ich auf jeden Fall in diesem Jahr noch machen. Ja, keine Ahnung, ich finde Dampflokomotiven einfach richtig, richtig cool. Deswegen würde ich mich dann direkt auch für die entscheiden. Na gut, dann mache ich hier den Umweltverpester. Ich meine, ein bisschen werden uns die auch noch erhalten bleiben, ne? Also gerade die Diesellokomotiven. Ich meine, es gibt ja schon einige Innovationen mittlerweile. E-Lokomotiven mit einer Last-Mile-Funktion, die dann auch den Teil ohne Fahrdraht nochmal mit Batterie machen können oder noch ein Dieselaggregat dabei haben, also so eine Dual-Mode-Geschichten. Da kommt ein bisschen was, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis die Dieselloks tatsächlich auch den deutschen Schienenraum verlassen werden. Also die haben, glaube ich, noch ganz, ganz lange Bestand. Und dann ist das Produkt auch das Bessere bei Playmobil, deswegen nehme ich dann jetzt mal die Diesellok. So. Okay. Komme ich zur nächsten Frage. Ich habe ja schon gesagt, ich war letztens auf so einem Ritterspektakel oder Ritterfestival, auch wenn es jetzt nicht wirklich Festival waren, weil es waren ja bloß 100 Leute, aber die haben sich da ausgetobt. Und daher die Frage an dich, du hast keine Wahl. Jemand sagt, Lars, komm mit. Ich nehme dich mit auf ein Ritterspektakel oder Ritterspiel oder zu einer Cosplay-Veranstaltung. So, mit Übernachtung. Was machst du? Cosplay mit Übernachtung. Stell
Stelle ich mir gefährlich vor. Verkleidest du dich als He-Man und zückst dein Schwert. Oh mein, das ist eine gute Frage. Ich bin fürs Ritterfestival. Ich weiß noch, wir waren damals da bin ich frisch hier in die Prignitz gezogen. Da waren wir in der 6. Klasse auf der besagten Plattenburg und haben uns dann auch so kleiden müssen, wie die dort damals rumgelaufen sind und haben dann auch so ein bisschen Ritterspektakel gemacht. Und in Rostock gibt es ja bei uns auch den Mittelaltermarkt, der ist ganz cool. Das hat ja auch so Ritter-Vibes. Und deswegen, ja, leider gegen Cosplay-Partys, gegen, ja, ich weiß nicht. Mir ist gerade die Figur nicht eingefallen. Irgendwas mit Moon. Wie heißt sie denn? Sailor Moon? Sailor Ja, Moon. genau. Sailor Moon, ja. Ja. Also ich bin gegen Sailor Moon und für Ritter Karl Butz. Okay. Ich meine, bei den Cosplay-Geschichten ist es ja sehr, sehr schön anzusehen, ne? Also was da Leute sich Mühe geben in ihre Kostüme, Absolut, ja. da in irgendeine Rolle zu schlüsseln. Das ist ja auch sehr, sehr breit, egal ob es jetzt Manga ist oder irgendwelche Spielefiguren, also von Super Mario hin zu den Chief Master aus Halo. Du hast ja alles mit dabei. Oder irgendwelche anderen Klassiker. Genau, ich würde mich tatsächlich auch fürs Ritterspiel entscheiden, solange es nur ein Wochenende ist. Wenn du es eine Woche lang durchziehst und du weißt ja selber, Ritter haben nicht geduscht, dann wird es, glaube ich, echt Auf keinen schwierig. Fall. Genau, aber da rumrennen, sich mit den anderen da ein bisschen bekämpfen und mit Schwertkampf und hast du nicht gesehen und ein bisschen lecker essen, Spanferkel und überm Feuer so ein Topf da. Das ist, glaube ich, insgesamt war das sehr schön anzusehen und ich könnte mir durchaus vorstellen, da mal ein Wochenende da am Zelt zu pennen und da ein bisschen den Ritter zu machen. Genau, so, dann gebe ich ab zu dir. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt aus dem Bereich der Ernährung und spezieller aus dem Bereich der Süßigkeiten. Und bei dieser dritten Frage dieser Spielrunde will ich von dir wissen, ob du dich für Bounty oder Snickers entscheiden würdest. Dann sage ich pro Erdnuss und kontra Kokos. Okay. Ich finde beides cool. Warum magst du Kokos generell nicht oder ist Snickers einfach zu gut? Also ich würde schon sagen, dass Snickers besser ist als Bounty, das auf jeden Fall. Und dann ist Kokos auch nicht mein Favorit. Also es gibt, glaube ich, fast nichts mit Kokos, was lecker ist. Okay. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal Duplo mit Kokos gegessen. Glaube ich, einen Duplo-Riegel mit Kokos. Der war richtig geil, echt. Und beim Snickers finde ich den Riegel echt lecker. Und es gibt ja auch diese Snickers Eisriegel, die sind, glaube ich, die besten, die es auf dem Markt gibt. Die gibt es ja auch in Weiß. Richtig lecker ist eigentlich mit meinem Lieblingseis. Und davon gibt es ja auch diesen 450 Milliliter Eisbecher, der auch richtig lecker ist. Ich glaube, es sind 450, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wenn wir jetzt nur über den Schokoriegel reden, finde ich, gibt es so Schokoriegelmäßig nicht viel Besseres als Bounty. Deswegen bin ich absolut hier im Kokosparadies und entscheide mich für den Bounty-Riegel. Na, da hat ja die Werbung einiges mit dir veranlasst, ne? Ja, aber die Snickers ist ja auch ich fand die Werbung von Snickers auch weitaus besser mit du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kauf dir Snickers. Ja, auf jeden Fall. Und du willst denn lieber was war das? War das nicht eine Frau am Strand mit so einem weißen Hut bei Bounty? Ich glaube, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das Bounty ist oder Raffaello. Ich weiß es auch nicht, aber ich tue das in einem Topf, ist mir egal. Ja, verstehe ich. Ich habe mich auch in beiden Fällen, also auch Raffaello gegen Snickers, hätte ich mich auch für Raffaello entschieden. Kokos ist wirklich, ich liebe Kokos. Ich hasse es. Okay, so. Wollen wir mal gucken, wie die anderen entscheiden. Okay, so. Jeder kennt es. Du steigst aus deiner U-Bahn aus und musst jetzt mal nach oben. Und meistens hast du es, dass du eine Treppe hast und direkt daneben ist eine Rolltreppe. Jetzt hast du keinen Koffer dabei, der wo du sagst, also das Ding hochschleppen geht jetzt gar nicht. Du hast die Variante, dich mit allen anderen auf der Rolltreppe anzustellen oder die paar Meter nach oben die Treppe zu benutzen. Was nimmst du?
Oh, ich überlege gerade. Ich finde Treppe meistens ja auch gesund und du machst dann noch ein paar Schritte mehr, bist meistens auch ein bisschen schneller und stehst dann nicht auf so einem Band und fährst nach oben. Aber in der Realität, da stelle ich mich regelmäßig in die Schlange der Rolltreppe und lass mich da einfach ein paar Meter ziehen, weil meistens, wenn ich Rolltreppen benutze, dann bin ich auch irgendwie den halben Tag unterwegs und laufe so meine, keine Ahnung, 18.000 Schritte und dann habe ich keinen Bock mehr auch noch Treppen zu laufen. Deswegen ist, glaube ich, da die realistische Antwort, ich bin parallel noch am Überlegen, die Rolltreppe zu nehmen und mich gegen die Treppe zu entscheiden. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass das nicht die Antwort ist, die du nehmen wirst, aber ich bin mal auf deine gespannt. Ja, ich meine, so sehr, sehr häufig hast du ja die Wahl nicht. Es gibt ja durchaus auch U-Bahn-Stationen, wo du zum Beispiel nur eine Rolltreppe hast. Ne? Das gibt es ja auch, Ja. aber wie gesagt, im Beispiel ist es ja so Treppe oder Rolltreppe. Ähm, Ich würde tatsächlich Treppe nehmen. Hm. Es gibt da aber auch Grenzen. Also ich glaube, in Hamburg gibt es eine U-Bahn-Station. Ich glaube, die heißt irgendwie bla 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 Quartier. Hm. Das Ding ist so tief. Ich glaube, das geht bestimmt, ich sag mal 100 Stufen und dann stelle ich mich auch auf die Treppe. Ja, Ne? ja. Also das ist dann so hoch, also das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr. Äh, Selbst die Rolltreppe macht zwischendurch nochmal eine Pause, weil das Ding einfach zu lang ist. Ne? Also ich glaube, die setzen mindestens zwei oder dreimal da an. Und dann darfst du dich dann auch mal 5 Meter bewegen, um dann auf die nächste Rolltreppe zu gehen, weil es halt einfach auch technisch dann keinen Sinn mehr macht, das Ding so Mhm. lang zu machen. Und ja, von daher, äh, ich mache dann die Treppe. Genau. Da fällt mir gerade ein, damals, als Hertha BSC das Olympiastadion umgebaut hat oder ausgebaut hat, hat ja nicht Hertha gemacht, gehört ja eher der Stadt. Aber als Hertha dann da wieder gespielt hat, da haben die, glaube ich, auch eine Rolltreppe reingebaut und dann sah es immer ganz komisch aus, dass die da mit ihrer Rolltreppe einfach hochgefahren sind. Also ganz, ganz merkwürdig. Wer ist da hochgefahren? Die Spieler sind mit der Rolltreppe, ich glaube, es war Hertha, mit der Rolltreppe zum Spielfeld gefahren. Also das ist ja irrwitzig. Also, Werde ich nochmal recherchieren und dann in der nächsten Folge nachpacken. okay, pack das mal nach. Also sollte es wirklich wahr sein, ist es natürlich äußerst peinlich, ne? Aber gut, ich meine, wenn man Millionen verdient oder sehr, sehr hohe Gehälter Ja. und auf dem Spielfeld auch mehrere Kilometer läuft, dann ist es auch zu viel verlangt, da ein paar Stufen zu laufen, ne? Ja, dann schon elegant mit der Rolltreppe zum Spielfeld. Absolut. Das ist wunderbar, ja. Aber vielleicht haben sie die auch eingebaut für die Gäste. Dann kommen wir zur fünften und letzten Frage. Genau, wir kommen zur fünften und letzten Frage. Und es ist eine Frage, die eine besondere Frage ist. Eine besondere Frage aus dem Grund. Und zwar leitet diese fünfte Frage dieser Spielrunde das neue Thema ein, also Folge 4. In Folge 4 wird es worum gehen, Philipp? Wir wollen uns insgesamt um das Thema Urlaub kümmern. Um den Urlaub und um Sommer, also um die Sommerzeit. Darum wird es in Folge 4 gehen. Also da gibt es richtig Feuerwerk von uns. Und deswegen lautet Frage 5 wie folgt: Freibad oder Badesee? Na, hattest du in deinem damaligen Umfeld ein Freibad oder ein Badesee? Wo seid ihr damals als Kinder baden gegangen? Wir hatten beides. Wir hatten, ich glaube, 3 Minuten Fußweg war ein Freibad. Okay. Ziemlich cooles Freibad. Da war immer witzig. Da hat mein Vater früher immer auf das Thermometer geguckt, was in der Küche hing. Und da mussten mindestens 20 Grad sein. Und wenn 20 Grad waren, dann konnten wir ins Freibad. Mhm. Und wenn es weniger waren, dann leider nicht. Und wir hatten auch ein paar, ich glaube 15 Kilometer weiter oder 12 Kilometer weiter, da war so ein Badesee, der auch richtig cool war. Ja, dann wirst du ja aber alleine durch die Anfahrt, unsinnige Anfahrt bis zum Badesee, wird du doch weiter meistens ins Freibad gegangen. Ja, auf jeden Fall, weil es halt direkt um die Ecke war, ja. Also das war Ah, schon ja. prägend. Wie war es bei dir? Ja, Freibad hatten wir damals gar nicht. Hm? Freibad, glaube ich, das nächste müsste ja dann, also im direkten Umfeld, weiß ich nicht, über 30 Kilometer, glaube ich, war das entfernt, ja. Boah. Hm. Ich glaube, wäre man jetzt in Richtung MacPom gefahren, denke ich mal so 25 Kilometer, aber es war auch sehr, sehr weit weg. Hm. Und ja, dann sind wir höchstens ins Freibad gegangen, wenn wir so irgendwie aus der Schule heraus, ne? Also quasi, Hm. man ist ja in der Prignitz, fährt man ja ein bisschen weiter mit dem Bus zur Schule.
oder durchaus ein bisschen weiter mit dem Bus zur Schule. Ja. Und dann war man auch gleichzeitig irgendwie in Freibad näher, hat das mal mitgemacht, konnte sich das angucken. Ja, viele Leute getümmelt, Handtuch, alles voll. Ja, war damals nicht so meins. Badesee hatten wir in relativer Nähe, also es war wirklich so mit Fahrrad gut erreichbar. Ich denke mal so 5, 6 Kilometer sind wir als Kind viel gefahren, dann dahin, auch mit meinen Eltern. Das war aber meistens einmal hin, reinspringen und wieder zurück und haben uns dann nicht lange aufgehalten. Ich bin jetzt ja nicht also wir sind nicht so mit Strand liegen so groß geworden. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich aber tatsächlich das Freibad nehmen. Okay. Also alleine jetzt ist man ja nicht mehr für sich oder man geht ja nicht hin zur Abkühlung, sondern man geht ja eigentlich hin zu Entertainment, gerade mit heranwachsenden Kindern, ne? Und ja, gut, Freibad, du hast einen Rettungsschwimmer, es gibt einen Flachbereich, das hast du bei Badeseen meistens nicht, also oder ganz unterschiedlich, ne? Mal so, mal so. Weiterer Vorteil im Freibad, du hast Toiletten und noch ein viel, viel größerer Vorteil, es gibt meistens auch eine Verköstigung oder ein gastronomisches Angebot mit Pommes rot-weiß und ein bisschen Eis. Gute Pommes-Schranke. Pommes-Schranke, genau. Und dann ist so ein Freibad schon gar nicht so verkehrt, weil es auch irgendwie ja dann auch meistens aufgeräumter ist. Die Badeseen, weißt ja selber, irgendwie im Strand alles voller Kronkorken und Kippenstummel. Das verhagelt einen ja eigentlich auch jegliche, ja, die Freude daran, ne? Das dann zu genießen. Ja. Und du nimmst aber trotzdem den Badesee, ne? Ja, ich überlege gerade. Also das Freibad war echt prägend, war wirklich prägend und war immer eine gute Adresse. Aber ich war jetzt in Thüringen auch einmal im Freibad und einmal im Badesee. Habe beides geliebt, aber ich finde, also vom Badesee muss ich dir mal ein paar Bilder schicken. Also es war traumhaft. Und ich finde Badeseen irgendwie auch ein bisschen cooler. Also kommt natürlich immer darauf an, welche Umgebung die sind. Aber ich finde, die sind nicht ganz so voll, nicht ganz so überlaufen. Meistens nicht ganz so sauber wie Freibäder, aber in Freibädern ist ja auch Chlor. Aber irgendwie ist das ein bisschen purer, finde ich. Und ein bisschen, weiß nicht, ich bin da auch naturverbunden eigentlich und finde das immer ganz cool. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall, obwohl es gar nicht so eindeutig ist, für den Badesee entscheiden. Ja, dann gucken wir mal, wie du damit abschneidest. Genau, dann schauen wir mal, wie ich damit abschneide, wie wir mit unseren Antworten abschneiden. Wir haben hier 4 verschiedene Antworten. Wir sind, glaube ich, nur bei Frage 2 gleich, Philipp. Nur bei Cosplay, Party oder Ritterfestival. Und der Rest ist unterschiedlich. Und ich werde dann in den nächsten Tagen, ich mache es, glaube ich, am Samstag, also dann, wenn die Folge erscheint, bei Instagram die Fragen hochladen. Da könnt ihr dann daran teilnehmen. Das schreibe ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung, sodass ihr da auch genau wisst, wo ihr raufklicken müsst. Und dann könnt ihr euch dann auch für eine der Antworten, der 10 Antworten entscheiden. Also für jeweils eine Antwort der Runde. Und dann, gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. Und wir werden dann in Folge 5 darüber erzählen, wie die Fragen der ersten 5 oder der ersten 4 Folgen abgelaufen sind und schauen dann mal, wie wir so im Trend lagen. In dem Sinne hoffen wir, euch gut unterhalten zu haben und freuen uns, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn wir das Thema Urlaub, Strand und Sommer, gute Laune. Sommer behandeln, genau. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.